Weil das sieht jetzt gerade ein bisschen knackiger aus. Das ist ja eine geile Piste, Leute. Ja, der Wind, der ist also echt nicht so geil. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist heute ein bisschen kühler, extrem windig, es ist bedeckt. Jetzt gerade 19 Grad hier, das ist das erste Mal seit 3 Wochen, dass es unter 25 Grad ist. Ich bin jetzt bei San Nicolo Gerei, weil ich bin hochgekommen von Muravera, San Vito. Die Strecke nach Villa Salto wäre TED gewesen. Ich habe eine Alternative vor 2 Jahren gefahren und offen gesagt, gestern, das hat mich doch an die Grenze gebracht. Auch das letzte Stück, was ich eigentlich vor 2 Jahren gefahren hatte, mit der 1200er Triumph, das war schon arg und ich habe einfach das Gefühl, in der Gegend hat es irgendwann mal sehr stark geregnet und ich möchte nicht zu viel riskieren mehr. Letzten Tag quasi. Ich bin unterwegs nach Orosei. Es sind da und dort noch 2, 3 Sachen drin. Offroad, jetzt gerade beginnt da ein Stück. Das ist, glaube ich, auch ziemlich steil. Ich werde jetzt mal gucken, was ich da machen kann. Und sonst drehe ich dann wieder. Ja, der Wind, der ist also echt nicht so geil. Eigentlich war ich der Meinung, das geht hinunter. Habe ich wieder nicht genau geguckt mit den Höhenkurven. Oh, der Wind ist also echt eine Herausforderung. Okay, aber die Piste, die scheint machbar. Die einfach noch gegen den Wind ankämpft. Beim Stehen hast du natürlich noch mehr Angriffsfläche. Trotzdem stehen und klein machen. Da unten scheint es wieder eher zu gehen. Hoffe ich jetzt mal. Ja, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich dann alles Offroad fahre, was ich wollte heute da. Bleibt es mir der Wind treibt die Tränen in die Augen, sehe ich nichts. Ah, das ist gefährlich. Ich werde beobachtet. Was macht ihr hier? Stehwache? Sorry guys. Girls. Jetzt ein geschlossenes Tor? Nee. Bitte nicht. Oh ja, ich hoffe jetzt mal sehr, sehr, dass es nicht verschlossen ist. Okay. Da vorne, da gibt's eine sehr hohe Brücke. Da bin ich vor ein paar Tagen drüber. Das ist imposant.
Und da gibt's eine Straße, eine alte Straße, die geht unten rum. Ob die Brücke passierbar ist, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt da mal runter. Aber ihr seht auch, der Wind, der ist schon wieder, der ist immer noch sehr heftig. Strada pericolosa, gefährliche Straße. Aha. Kommst um eine Ecke und da kommt gleich wieder so eine Böe. Schon nicht sehr angenehm. Schon imposant. Schauen wir mal, wie wir diese Seite hochkommen. Oh, erstmal da hinkommen. Total überrascht, dass es so tief war. Very sandy. Weiß ich gar nicht, wo ich da hinkomme. Ob ich da überhaupt hochkomme auf die Brücke. Müsste, denke ich schon. Bloß mein Navi zeigt mir komische Sachen an. Doch, 600 Meter, das sind nicht so viele Kehren. So. Also mein Plan wäre jetzt da oben oder rauf auf die Berge, auf eine Piste rüber zum Pier dell'Iana, dann vor dem Stausee links auf den Gennargentu hoch, aber also ich werde jetzt mal schauen, wie weit das geht mit Offroad, weil es ist so böig windig, es ist echt schwierig zu fahren. Also ich mag das schon auf der Straße nicht wirklich, wenn so Seitenwind böig daherkommt. Ich werde mal gucken, wie weit das geht, aber ganz oben rüber glaube ich, das werde ich sein lassen. Ich schaue jetzt mal, wie es da oben geht. Es ist eine bezaubernde Gegend. Jetzt war das von Seulu bis hier hoch alles asphaltiert, da war ich doch ein bisschen erstaunt. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie lange das hier asphaltiert ist. Also solange es asphaltiert ist, geht das noch halbwegs auch mit dem Wind. Schon heftig da, wenn man richtig ausgesetzt ist. Wie die alte Gotthardpassstraße. Ist ja fantastisch. Ah, das hatte ich vor ein paar Tagen, ein paar Kilometer weiter drüben auch gesagt. Und dann hatte ich zu kämpfen und umgedreht. Und das wollte ich ja heute dann noch nachholen, aber ne. Aber sowas gefällt mir ja. Ich suche echt nicht krass die Herausforderungen, denn sowas wunderbar. Das ist ja eine geile Piste, Leute. Da hat der Traktor Spaß.
Ah, Pierdaliana. Die explizite Spitze, die erkennt man ja auch immer wieder sofort. Der Routenplaner sagt links, dann geht's runter. Und noch da runter. Und hoffen, dass wir da weiterkommen. Bisher war das ja wunderbar zu fahren. Jetzt hoffe ich doch, dass dem so bleibt. Und wenn ich die Pässe da unten sehe, dann sieht die auch gut aus, aber das sind ja nur Momentaufnahmen. Moment, verpasst, um wieder zu stehen. Weil das sieht jetzt gerade ein bisschen knackiger aus. Okay, kurz durchschnaufen. Dann wieder mit Momentum. Da unten gibt es nochmal zwei. So. Dieser Pierdaliana zieht mich einfach magisch an. Ich sag's jedes Mal, wenn ich in Sardinien bin. Sehe ich den Pass, wo ich gestern, oder ja, die letzten Tage war. Es war genau die Idee, hier lang zu kommen. Geil, das ist ja wieder geil, richtig cool. Das waren diese 200-300 Meter da, die waren ein bisschen wilder, aber sonst. Also da bei der letzten Abzweigung beim Tor, ich glaube, die Runde hätte man auch drehen können. Es wäre dann wie eine größere. Bin dann aber nicht sicher, ob das einfach nur Farmland ist. Okay, ja, auch hier ein Tor, das zu sein könnte. Ich bei Glück. Hier kam ich rauf. Vorne hatte ich was verloren. Mal schauen, ob ich das finde. Wenn man schon mal vorbeikommt wieder. Man glaubt es kaum, man glaubt es kaum. Ich habe es gefunden. So ein doofer Schlüssel, um GoPro-Schrauben anzuziehen, aber das ist halt der einzige, der hier sowas hat, wo man in die Schraube rein kann. Und ich wusste nicht, wo ich wieder sowas herkriege. Geil. Ja, so sehr mich das der Reis der Gennargentu da drüben. Ich werde das verschieben auf nächstes Mal, wenn ich hier bin. Ich habe hier eine super schöne Piste entdeckt. Also ich habe jetzt die beim zweiten Mal von oben gesehen. Das sieht super toll aus. Einfach von oben. Ich mache das jetzt, mache total eine Planänderung. Dann fahre ich auch nicht dieses Stück, was ich schon mal vor einer Woche gefahren bin, zweimal. Gehe jetzt rechts weg. Also von oben sah das wunderbar aus.
Wenn das befestigt ist, dann drehe ich dann wieder. Ja, so entspannt kann Offroad. Ah, da meldet sich der Wind mal wieder, wenn man da um die Ecke kommt. Ho, ho, ho. Geiler Abstecher. Wow. Muss ja nicht immer dasselbe fahren. Wow. Ja, manchmal muss man auch spontan eine Routenänderung in Kauf nehmen. Das heißt in Kauf. Das war jetzt aber eine gute Entscheidung. Ein bisschen irritiert. Eigentlich habe ich eine andere Richtung im Kopf. Ein versteckter Atem, wenn ich Tor sehe. Ich bin immer froh, wenn es dran vorbeigeht irgendwie. Stockt der Atem, so heißt es. So, und jetzt bin ich dann gespannt beim Abzweiger, weil das jetzt da einfach eine fürchterliche Piste gerade runter ist. Okay, sogar asphaltiert. Ach, dieser Abstecher hat sich jetzt aber gelohnt. Geil, so cool. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin bei Lolofé, der Nähe von Nuoro. Aber da auf Google Street View gesehen, dass hier noch eine unbefestigte Straße gibt oder eine Fortsetzung, die nicht befestigt ist. Probiere ich jetzt aus nach Nuoro. Da gibt es noch ein paar Kehren hoch. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es sehr herausfordernd wird. Ich bin auf dem Weg nach Hause, nach Porto Torres auf die Fähre. Mache da zwischendurch noch 2, 3 Abstecher auf, ich nehme jetzt mal an, eher einfachere, unbefestigte Sachen. Wir schauen mal, wie das heute so läuft. The next day you called me up, you told me I'm your little buttercup. You came over and you fell into my arms. Well, I know what I feel, please tell me your love is real. You make me smile when I think of you. If I am down or when I am blue, I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish that you were mine. Crazy from just the thought of you. A long blonde hair and your beautiful smile. Your sense of humor makes it all worthwhile. Don't make me wait, it's not a funny game.
when I am blue, and I can't get enough. Can't get enough. I can't get enough. I can't get enough. You make me smile when I think of you. If I am down or when I am blue, I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, it's that good of mine. I can't get enough. Hopeless lover. Hopeless lover. Hopeless lover. And that's what I am. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish this girl were mine. And I can't get enough. Hopeless lover. Ja, da links geht's unbefestigt weg, da ist noch befestigt. Ich weiß nicht, wie lange, ich nehme nicht an, lange. Jetzt geht's da über diesen Berg rüber. Bin da nicht sicher, ob ich da die richtige Route habe. Ich schau mal, das sieht schon mal sehr steil aus, kann natürlich auch deshalb jetzt auch hier befestigt sein. Aber ich hoffe mal nicht, dass es nur eine Zufahrt ist zum Bauernhof. Genau, wie ich gedacht habe. Ui, das ist sehr sandig. Ha, ha, ha. Sand, steil, ausgewaschen. Ich habe irgendwie einfach das Gefühl, ich habe den falschen Track. Weil da drüben, da ist eine Straße, die sieht, naja, von weitem sieht das ja immer toll aus. Das sieht einfach super steil aus da drüben. Super, super steil, habe ich schon von weit gesehen und dachte, nee, das kann nicht sein. Oh, mal schauen, was da geht. Ich habe irgendwie nicht so ein tolles Gefühl. Das ist super, super steil. Das ist der letzte Tag, ich möchte da nichts mehr riskieren. Ciao, ciao, ciao. So, gerade mal ein paar Diskussionen gehabt, wo es lang geht, wo man langfahren kann, was passierbar ist. Also der Berg hoch da von Benetuti, da auf diese Höhe, wo ich jetzt bin und drunter fahre. Ich bin von oben noch mal reingefahren, das sah alles sehr, sehr human aus, aber ich möchte die Fähre erreichen heute und da nicht in Zeitnöte kommen oder irgendwie sowas. Jetzt hatte ich gedacht, das wäre nicht befestigt, aber dem ist nicht so. Da sind nur gewisse kurze Abschnitte. Eine wunderbare Aussicht. Also quasi von Benetuti Richtung Norden, Nordwesten, Richtung Ozieri. Ich bin jetzt da über Bultei hochgekommen, auf der asphaltierten Straße, mache jetzt hier diesen Abstecher. Da habe ich heute schon schlimmere Stücke gefahren, also es ist ja überhaupt nicht schlimm hier. Schlimm in dem Sinn, die liefen unter asphaltiert. Aber da waren 2-3 Meter lange, 30-40 Zentimeter tiefe Löcher drin und das war echt kaum zu fahren, weil diese Löcher, die waren dann oft auch im Schatten unter den Bäumen, sah man nicht. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das als Offroad einstufen soll oder nicht. Eher nicht. Auch wenn das da eingangs so deklariert war, als ungeteert. Aber schön ist es alleweil. Liebe Offroad-Freunde, das ist Betrug. Der Eingang und der Ausgang, die sind nicht befestigt und dazwischen ist befestigt. Da drüben auf dem Berg sehen wir Osilo. Das war schon bei meinem letzten Sardinien-Trip quasi der Endpunkt.
Es waren, glaube ich, 7 Fahrtage, dann waren das jetzt 10, 12 Tage auf Sardinien, 300 Kilometer Offroad. Ich bin jeweils meist 2 Tage gefahren, habe einen Tag Pause gemacht, 2 gefahren, einen erholt oder sonst was gemacht. Ja, die Daten könnt ihr ja auf meiner Webseite dann einsehen. Das sieht jetzt auch noch eher was einfacher aus. Nichtsdestotrotz macht das Spaß. Da wundere ich mich, dass die nicht driftet. Bin ja nicht im Offroad-Mode. Das ist eine geile Ecke hier. Die gefällt mir schon auch sehr gut. Nicht so bergig, hügelig eher. Aber nichtsdestotrotz gibt das sehr viel her. Ja, das war jetzt kein Abenteuer, das war einfach schön genussvolles Fahren auf unbefestigtem Pfaden. Genau, das mag ich. Genau, hier habe ich mich vom ersten Sardinien-Video verabschiedet. Wenn ich jetzt weiterfahre, bin ich 1,25 Stunden zu früh in Porto Torres. Das heißt, ich fahre jetzt nochmal diese, bloß 17 Kilometer nach Terju. Das hat doch so Spaß gemacht beim letzten Mal. Ich freue mich. Das Licht ist leider nicht ganz so geil wie beim letzten Mal. Das war auch die andere Richtung. Trotzdem freue ich mich auf die Aufnahmen und das Fahren. Dummerweise hatte ich bei der Kamera den Zeitraffer-Modus drin. Deshalb kommt er jetzt in den Genuss der ganzen 17 Kilometer beinahe ungeschnitten. Ich muss ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, nicht, dass ich da überschieße. Das sieht aus, als hätten die hier ein Rennen oder gehabt. Die decken die Enden ab der Leitplanke. Geil, geil, geil.
Muss aufpassen mit meinem breiten Grinsen, dass ich keine Insekten fresse. Ach, das macht Spaß. Das ist so geil. Dann der Ausblick, meine Herren und Damen. Geil. So schön. Leute, wenn ihr weitere solche Pisten kennt, schreibt mir. Macht euch bemerkbar, gebt mir das rüber. Ja, es ist geil. Ah, was für ein geiler Abschluss wieder.